Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in diesem Monat stempeln wir beim Demo-Doppel mal mit Blumen. Bei mir gibt es heute diese Double Top Split Box, die ich mit dem Set Schöner Park aus dem aktuellen Jahreskatalog von Stampin' Up gestaltet habe. Und Angela von der Stempelfamilie hat Ideen mit dem Set Petal Park. Die beiden Sets sind wunderbar aufeinander abgestimmt, lassen sich aber auch super einzeln verwenden. Der Schöne Park hat Stanzformen, während Petal Park eine Handstanze dabei hat, und zwar für diese 3 Blüten und das Blatt. Ich verwende außerdem noch aus dem Jahreskatalog das Band, dieses Schleifenband aus der Reihe Elegante Töpferkunst. Oh, und dann fangen wir doch mal direkt an. Du brauchst dafür für den Boden ein Stück Farbkarton in 21 x 25 cm, was rundrum bei 5 cm gefalzt wird. Für den Deckel 2 Stück Farbkarton in 21 x 16 cm und noch ein bisschen was für die Deko. Wir fangen mit dem Boden an. Wie gesagt, 21 x 25 cm, rundrum gefalzt bei 5 cm. Das ist hier schon mal gemacht. Alle Falzlinien ordentlich nachgezogen. Und ich möchte, dass das hier vorne ist, also schneide ich mir diese Ecken hier ein. Und zwar einmal auf dieser Seite und auf dieser Seite. Und damit das nicht so aufeinander trifft, mache ich bei allen 4 Seiten noch kleine Flügelchen rein. So, Double Top Split Box, ziemlich viel Englisch drin, bedeutet einfach, dass der Deckel oben sich zweifach öffnet. Das zeige ich auch gleich, sobald wir an dem Schritt sind. Aber erstmal den Boden. So, diese Elemente klebe ich jetzt hier mit Tombow fest. Und zwar wie immer darauf achten, dass die Kante, dass dieses hier, die Kante auf diese exakt auftrifft. Kann man jetzt mit dem Tombow noch so schön schieben, wenn man es nicht ganz genau getroffen hat. Und ordentlich festdrücken. Man kann das auch so rumlegen, dass man das hier unten schön festdrückt. Und wenn da ein bisschen Kleber rauskommt, kann man den direkt wegstreichen. Und das einmal mit allen 4 Seiten. Ich habe die Box halt so berechnet, dass da richtig viel reinpasst. Die hat einen Boden von 11 x 15 cm. Da passt also auch eine Grußkarte rein. Die ist richtig schön groß. Ich wollte einfach mal was haben, wo auch mal ordentlich was reinpasst. Kann man schön, wenn man ein Geschenk für einen runden Geburtstag hat zum Beispiel, wenn man Glückwünsche von mehreren Leuten da reinlegen möchte. Oder auch zu Weihnachten. Ich weiß, Weihnachten ist noch nicht, aber kommt immer so plötzlich. Glaubt mir, ich kenne das Drama. Bei mir kommt es noch ein bisschen früher durch die Märkte, auf denen ich stehe. So, wie gesagt, hier, wenn was rauskommt, einfach wegstreichen. Kann man hinterher sonst auch mit dem Radierer wegmachen. Ordentlich festdrücken, ganz wichtig. Dann ist hier schon mal der Boden. So, zeige ich das einmal, wenn man das auch sieht. So, Deckel lässt sich zweifach in beide Richtungen komplett öffnen. Das heißt, man kann hier die ganze Fläche schön nutzen, kann super was reinstapeln und wird hier oben mit dem Band gesichert, wo das Etikett noch so ein bisschen drüber ist. Das hier sind auch Stanzformen von dem Set. Finde ich sehr schön. Und dann habe ich hier noch so kleine Blümchen verwendet davon, die schon so geprägtes Muster haben. Richtig schön. So. Boden ist fertig. Jetzt zweimal der Deckel. Dafür das Stück Farbkarton in 21 x 16 cm. Legen wir zuerst die lange Seite an. Die wird links und rechts jeweils bei 4,9 cm gefalzt. Einmal also drehen
und die gegenüberliegende Seite auch bei 4,9. Dann wird die kurze Seite angelegt und die wird bei 3,3. Ich achte mal darauf, dass es hier oben und hier unten wirklich ist, falls mal was an dem Papier nicht ganz gerade ist. 3,3 gefalzt und noch bei 8,4. Und damit das hier so schräg ist, schneiden wir jetzt noch ein bisschen was raus. Und zwar, wir legen uns das so hin. Ich zeichne das hier mal so ein bisschen nach. Die Falzlinien. Hier oben ist das große Stück. Wir gehen hier von der Mittellinie aus. Gucken. Und zwar von der Falzlinie machen wir uns eine Markierung nach außen bei 1,5 und zwar auf beiden Seiten und ziehen dann von dieser Falzlinie bis zu unserer Markierung hier oben eine Linie. Und das Stück, die beiden Stücke werden dann rausgeschnitten. So, wenn da noch so ein bisschen Bleistift bleibt, kann man das jetzt ganz schnell einfach wegradieren. Dann sieht man das hinterher nicht mehr. Genau, und bei mir sind jetzt die Hilfslinien nicht so wild. So, dann werden hier unten die beiden Ecken rausgeschnitten und zwar komplett. Und hier neben dieser Falzlinie ein bisschen weiter nach in die Mitte. Ich zeige gleich, woran das liegt. So. Die Box ist ja, der Deckel ist ein bisschen größer als die Box, aber der Boden soll dann ja nicht so großflächig hier geklebt werden. Hier habe ich es mit schrägen Kanten gemacht, diesmal mache ich es mit geraden Kanten und habe es deshalb ein bisschen weiter eingeschnitten, wie es breit ist. Und dann fehlen nur noch zwei Schnitte, und zwar hier und hier. So sieht das Deckelelement aus, und zwar beide. Hat also hier die Falzlinien. Hier aufpassen, dass man da nicht zu weit klickt. Man ja den kleinen bisschen mehr da geschnitten hat, die kleine Kante. So. Davon brauchen wir 2 Stück und die werden jetzt bestempelt. Das habe ich schon mal gemacht, damit das hier nicht so lange dauert. Und zwar habe ich verwendet, wie mein Farbkarton von meiner Box unten, Faungrün und dazu noch Frisienlila und Sommerbeere, weil ich das total schön sommerlich finde. Frisienlila war bisher gar nicht so meins, aber hier gefällt es mir echt gut. Und ich habe jeweils den ersten und den zweiten Abdruck, hier Sommerbeere, und hier von Frisienlila auch den ersten und den zweiten Abdruck verwendet. Und weil ich nicht beide Seiten gleich haben wollte, habe ich hier mit den Sprüchen aus dem Set alles Gute und beste Wünsche und dieses kleine Zierelement drauf gestempelt. Da sind auch ganz viele tolle Sprüche dabei. So, ich liebe dich, alles Gute nur für dich, alles Gute für dein neues Abenteuer oder wir feiern dich zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, zum Abschluss. Da ist wirklich alles dabei. Finde ich richtig schön, das Set, richtig schön vielfältig und kann man echt viel mitmachen. So. Dieses hier muss ich jetzt auch noch einmal schnell falten.
hier wieder aufpassen mit der Kante. Das eine Element und das andere auch. Aber auch hier bei dieser Box habe ich auch mit den 2 unterschiedlichen Blüten gearbeitet. Die es in dem Set gibt. Einmal dieses große Mehrfachblütenelement und dann die Einzelblüten. Da habe ich mit Currygelb, das müsste Babyblau gewesen sein, und auch Friesenlila gearbeitet. Finde ich auch sehr schön. So, gestempelt wird dann gar nicht alles, sondern das hier ist das Bodenelement, deshalb sind da nur so Randstücke von mir. Und die beiden Flügel hier brauchen auch nicht bestempelt werden. Die verschwinden nämlich größtenteils hinter der Lasche. Wenn du dich jetzt wunderst, warum dieses Stück nur 4,9 ist, anstatt 5 cm, damit es bis ganz unten geht, kann man machen, kannst dir gerne die Maße umrechnen. Ich habe es gemacht, damit ich einfach von dem Papier die Seite 21 cm direkt nutzen kann. So, das hier wird also auch zusammengeklebt. Und zwar, ich merke mir, hier oben dieses Stück kommt gleich weg. Da braucht also kein Kleber drauf. Also setze ich nur, na komm, du bist ein frischer Tombow eigentlich, auf dieses untere Stück ein bisschen Tombow drauf. Setze hier wieder schön Kante auf Kante, schiebe das noch ein bisschen, damit es richtig ist, und dann schön fest andrücken. Und das mache ich mit der Rückseite, nicht mit der Rückseite, mit der anderen Seite auch. Ich merke mir, was wird abgeschnitten, wo kommt mein Kleber hin. Das kommt so dreieckig hier drauf. So, das ist ein bisschen viel Kleber diesmal, den kann ich hier oben noch ein bisschen hoch in die Ecke schieben. So. Ordentlich festdrücken wieder. So. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, wenn wir das so lassen würden. Deshalb schneiden wir dieses Stück ab. Und zwar, ich schneide erst hier die Kante. Und dann schneide ich hier einfach direkt an der Kante entlang das ab. Das nicht auf Anhieb klappt, kann man da einfach noch mal hinterher und noch mal ein bisschen sauber nacharbeiten. Auf der einen Seite, ja, da sage ich, ich schneide erst das da oben ein, dann mache ich es nicht. So, es lässt sich dann nämlich auf dieser Seite besser hier oben einfach abschneiden, wenn das schon da weg ist. So, das mache ich mit dem zweiten Element auch. Also, ich gucke, welches Stück fällt weg von der Klebelasche und setze nur auf den anderen Teil davon meinen Flüssigkleber. Man kann das auch mit Klebeband machen, wenn man möchte. Ich schiebe lieber noch ein bisschen, falls ich es nicht ganz gerade am Anfang hinkriege. So, man sieht, guck mal, so mit dem Flüssigkleber kann man das noch ganz toll schieben. Ordentlich festdrücken. Und auf der anderen Seite genauso. Und da sieht man jetzt auch, dass es einfach nichts bringt, da drauf zu stempeln. Das eine Stück wird abgeschnitten, das andere wird überklebt. So, hier guckt mit Kleber raus. Hier nehme ich gleich mal ab. Und dann drücke ich es ordentlich fest. Und schneide auch hier die überflüssigen Stücke raus. Wer mag, kann das auch hier unten auf dem Boden, da unten mit dem Cutter machen. Ich habe es ja nicht so mit dem Cutter. Deshalb schneide ich das hier oben einmal ab. Erst das kleine Stück hier oben und dann hier sauber an der Kante entlang.
So. Dann haben wir hier unten noch eine große Klebelasche, die extra für den Boden ist, wo es festgemacht wird. Da nehme ich jetzt einfach doppelseitiges Klebeband. Schneller geht, kann man aber genauso mit Tombow machen. So, ich möchte in meinem Fall ein bisschen mehr von den Blüten sehen und nicht ganz so viel von der Schrift. Man sieht hier, ich habe das Element ein bisschen weiter nach links gesetzt, damit rechts noch genug Platz für die Schleife ist. Das möchte ich bei mir auch so haben. Deshalb achte ich darauf, welches Teil ich wohin setze. Wobei, das ist bei diesem Muster völlig egal. Da muss man nur hinterher drauf achten, auf welche Seite, wie rum man das Zierelement setzt und ob man die Schleife links oder rechts haben möchte. Also das doppelseitige Klebeband ab. Und dann mache ich das so, ich klicke mir das nach außen, schiebe das hier oben drüber, damit das schön fest sitzt. Ja, so. Und dann knicke ich es um. Und jetzt sieht man auch, warum ich das hier so ein bisschen eingeschnitten habe. Ein bisschen mehr, sogar ein bisschen viel, aber es steht halt hier nicht seitlich über. Und das war ja das, was ich haben wollte. So. Und der zweite Deckel noch. Einmal nach außen geklappt. Drüber geschoben. Sieht man auch, die passen genau aufeinander. Stoßen voreinander, überlappen sich nicht. Schön hier unten dran schieben und umklappen und festkleben. So. Und perfekt, lässt sich genauso öffnen, wie ich mir das gewünscht habe. Dann nutzen wir einmal die Ziehelemente. Ich habe dafür verwendet, auch aus dem Jahreskatalog, die rechteckigen Stanzformen mit Büttenrand. Und zu dem schönen Park, zu den dazugehörigen Stanzformen. Wie heißen die auch? Auch schöner Park, sehr praktisch. Einmal diese Stanzform. Und dieses hier für ein Etikett. Da habe ich dieselben Farben aufgenommen wie für die Box. Sommerbeere, Fräsien, Lila und Faunengrün. Und das will ich ja nicht einfach nur so hier drauf haben, sondern hier übereinander gestapelt. Das Tolle an diesem Stanzelement finde ich, das hat hier so, da sieht man es, da kann man was drunter schieben und zwar exakt dieses passende Element. Das haben sie wirklich gut mal wieder gemacht. Das heißt, ich schiebe es hier von der einen Seite drunter, nachdem ich es bestempelt habe. Knicke es, also knicken nicht, sondern rolle es mehr so ein bisschen, um es auf der anderen Seite auch drunter zu schieben. Gucke, dass ich es wirklich komplett drunter kriege und dann brauche ich es auch gar nicht festkleben. Das hält. So. Das hätte ich dann gerne einmal mit Abstandsklebern auf meinen Untergrund. Aber nicht klein nehmen, sondern hier die großen Randstücke. Ob man da jetzt weiß oder schwarz nimmt, das ist jedem selbst überlassen. Ich nehme bei dunklerem Farbkarton meistens das dunkle, bei hellerem Farbkarton die weißen. So. Ich habe mir auf meinem Stück schon eine Markierung gesetzt. Die sieht man jetzt nicht so gut. Ich mache die mal ein bisschen doller. Ich habe mir nämlich schon mal geguckt, wie weit möchte ich es hier rüber geschoben haben. Und muss jetzt dementsprechend, nee, Blödsinn, einfach ignorieren. Ich klebe das hier natürlich mittig drauf. So. Und jetzt guckt man, wie weit man es haben möchte und setzt sich eine Markierung, wo kein Kleber hinkommt. Das ist ganz wichtig gleich. So. Band habe ich ausgerechnet ungefähr 80 cm, sollte man aber gucken, das ist immer so vom Band zu Band so ein bisschen unterschiedlich.
Ich mag das mit so großen Schleifen. Lege mir mein Band hier drunter, halte die beiden Enden zusammen fest und gucke, dass sie hier, wo ich die Schleife setzen möchte, dass sie dann gleich lang sind. Und damit das jetzt erstmal hält, setze ich hier auch schon einmal testweise so eine Schleife. Die muss nicht schön aussehen. Muss einfach nur, dass das Band halten. Wir kleben das Band nämlich nicht richtig fest, sondern das hier nehme ich, drehe es um und auf mein nicht markiertes Stück setze ich mir hier mittig ein Stück doppelseitiges Klebeband. Lass so ein bisschen meinen Finger hier, wie weit es geht, damit ich weiß, wie weit ich es hier drauf kleben kann. Und gucke jetzt, dass mein Band da ungefähr drauf kommt. Wenn es nicht ganz ist, ist nicht schlimm. Wir öffnen es jetzt nämlich wieder. Aber ist ganz gut hier drauf gekommen. Sonst hält man es einfach fest und klebt es dann fest. Das ist auch okay. So. Und ich möchte, dass das auch wirklich hält. Setze ich jetzt hier mal noch ein paar Querstreifen. Man kann jetzt auch wieder mit den Abstandklebis arbeiten. Diesmal möchte ich es fest haben. So, dass das Stück hier übersteht, ist nicht schlimm. Das schiebe ich einfach nach innen. Und kann es jetzt positionieren, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ob mein Band an der richtigen Stelle lang genug ist. Halte es wieder hier hinten fest. Öffne das hier so ein bisschen, dann kann ich damit mit dem Finger direkt dran schieben. Und setze es fest und drücke nochmal von der Rückseite schön gegen, damit das auch gut hält. Ja, das hier sieht jetzt ein bisschen blöd aus, muss ich sagen, mit meinem Riesenkreuz. Das mache ich einmal schnell weg. Ah. So. Ja, genau. Ich fand, das war ganz schön mit den besten Wünschen und alles Gute, aber dann wollte ich das nicht, dass es die ganze Kiste einnimmt, sondern wollte lieber, dass man die Blumen sieht. So, und ich sehe, ich habe es ein bisschen schräg geklebt, das ist aber nicht schlimm. Im Video ist das manchmal einfach ein bisschen. Hier noch die schöne Schleife dazu. Das Band ist wirklich toll dafür, muss ich sagen. Ist richtig schön. So. Die 80 cm passen sehr gut. Und Box ist fertig. Ja. Hier einmal im Vergleich. Hier habe ich das mit dem großen Element genommen. Es gibt auch noch ein kleines Element, wo ich dann quasi das, was ich hier oben bestempelt habe, hier als Untergrund genutzt habe. Kann man machen, wie man möchte. Ich finde es beides sehr schön. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls du noch nicht hast, guck dir auf jeden Fall auch noch Angelas Video an. 2 weitere Ideen zu den Stempelsets haben wir noch, die kommen noch. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, damit ich weiß, gefällt dir. Lass mir gerne auch einen Kommentar da. Wenn du noch nicht hast, abonniere meinen Kanal. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Annalena.